Hallo allerseits, ich bin heute im Steigerwald bei der Firma Steigerwald Mobile und bin hier bei Sebastian Hirt. Der ist einer der Mitinhaber dieses Unternehmens und er zeigt mir hier ein Wohnmobil in der 7,5 Meter Klasse, die Mobilwetter K-Yacht Technoline 86. Wofür steht denn das Technoline und das 86? Also Technoline ist die Modellreihe von Mobilwetter und 86 steht für den Grundriss, den wir hier vor uns haben. Das ist ein 7,40 Meter Fahrzeug mit Einzelbetten im Heck. Und dann gibt es das Ganze noch als K-Yacht 64, der wäre dann nur 7 Meter lang, hätte Einzelbetten oder einen Grundriss mit einem Queensbett hinten. Und in dieser 7,5 Meter Klasse, da ist er dann noch mit einem normalen Personenführerschein fahrbar oder nicht mehr ganz? Also bei dem Fahrzeug leider nicht mehr wirklich. Der wird zwar auch angeboten als 3,5 Tonner, ist aber realistisch gesehen nicht so zu bewegen, weil er von der Masse in fahrbereiten Zustand eigentlich schon zu schwer ist. Das heißt, das Fahrzeug, was wir jetzt hinter uns sehen, wäre in dem Fall auch ein 4,4 Tonnen Fahrzeug. Da hat man dann über eine Tonne Luft zum Zuladen. Aber man ist halt angewiesen auf einen kleinen LKW-Führerschein. C1 heißt der jetzt. Die älteren Zuschauer werden damit kein Problem haben, weil die meisten da bis 7,5 Tonnen sowieso noch fahren dürfen. Gut, macht auch dann Sinn, wenn man nicht unbedingt sich auf die 3,5 Tonnen hinhangelt und dann nichts mehr mitnehmen darf, kein Campingstuhl, gar nichts mehr und vielleicht auch bloß zu zweit fahren darf, sondern hier in dem Fall kann man wirklich bequem zu viert fahren. Ich glaube, wir schauen uns jetzt mal von innen an. Jawohl. Sie haben ja vorhin schon verraten, er hat ein etwas tiefer gelegtes Alco-Fahrwerk. Ja, also wir sind hier knapp unter 3 Meter noch bei dem Fahrzeug. 2,95 Meter ist der angegeben. Wenn man ein vergleichbares Fahrzeug mit Doppelboden hätte, ohne Alco-Fahrgestell, mit dem normalen 4 Tiefrahmen-Chassis, wären wir knapp über 3 Meter, so bei 3,10 Meter in der Richtung. Hier durchs Alco-Chassis erfüllen wir aber noch die Kategorie und sind unter 3 Meter Fahrzeughöhe. Und dann hat man hier einen etwas bequemeren Einstieg, braucht man keine Leiter rauslassen. Und ich gehe jetzt mal rein und dann schauen wir uns mal von innen an. Aha. Machen wir kurz noch den Wandblinker aus. Genau, also im Front befindet sich die Sitzgruppe von der Mobilwetter K-Yacht. Da haben wir die Möglichkeit, 4 bis 6 Personen quasi zu sitzen. Während der Fahrt hat das Fahrzeug 4 zugelassene Sitzplätze. Sitzt man da dann quer als Mitfahrer oder wie läuft es dann? Nein, also quer zur Fahrtrichtung ist nicht erlaubt in Deutschland. Das wäre nicht zulassungsfähig. Hier müsste man einen kleinen Umbau vornehmen. Das heißt, dieses Holzbrett wird hier ausgezogen, dass eben eine Rückenlehne gegeben wäre. Dann wird das Polsterteil als Rückenlehne verwendet und das vorne, was man hier sieht, wird beides weggenommen und unten ein Holzbrett weggeklappt. Dann kann man hier in Fahrtrichtung sitzen. Hätte hier einen Dreipunktgurt auch noch und unten drunter wäre auch noch eine Isofix-Halterung für Kindersitze verbaut. Das ist aber optional, wäre aber hier jetzt bei dem Fahrzeug mit dabei. Das heißt, man könnte hier auch dann als junge Familie mit einem Kleinkind fahren. Genau. Die Schlafmöglichkeit dazu findet man vorne, überall vom Fahrerhaus. Da ist ein Hubbett verlastet. Das wird einfach mechanisch nach unten gezogen. Müssen dann wahrscheinlich unten nur noch die Sitze ein bisschen quer gestellt werden. Genau, die Sitzlehne, das ist ein Handgriff, die wird einfach umgeklappt und dann kommt man oben ans Hubbett hin, kann das nach unten schwenken. Oh, da oben sogar ein großes Fenster. Genau, das ist bei voll integrierten Fahrzeugen auch eine Seltenheit. Der hat dann nochmal einen Skyroof. Was gerade schön ist, wenn das Bett unten ist, kommt wirklich nochmal extrem viel Sonne und Licht auch ins Fahrzeug rein. Ich habe dann eine Liegefläche, wie groß ungefähr? 1,40 Meter? 1,40 Meter auf 1,95 Meter würde ich jetzt auf Anhieb mal sagen. Ein bisschen können wir, glaube ich, noch runter, aber weit nicht mehr. Ja, genau so. Gut. Und während der Fahrt wird er halt hochgeklappt und hier festgeschnallt und verriegelt. Genau. Da können wir gleich, wenn wir hier schon sind, in der Küche weitermachen. Ja. Also wir finden hier einmal eine Abdeckung von dem Dreiflammkocher, die gleichzeitig verwendet werden kann, um hier die Arbeitsfläche ein bisschen zu erweitern. Die wird da rechts quasi in den einen Auszug eingehängt, dann hat man da nochmal eine kleine Ablagefläche und die Küche ist quasi frei von der Verwendung. Da hinten ist nochmal ein schönes Fach.
man Gewürze oder ähnliches lagern kann. Die Spülenabdeckung, wenn man runternimmt, kann man Wasserhahn aufklappen. Und als Wasserversorgung haben Sie einen Tank, den wir außen nachher mal kurz anschauen, oder eine Einfüllöffnung. Wie viel Liter passen da Wasser rein? 145 Liter Frischwasser passen in das Fahrzeug rein. Und die Tanks sitzen im Doppelboden, sowohl der Frischwasser- als auch der Grauwassertank. Hat halt den Vorteil, dass man im Winter keine Probleme mit Frost bekommt. Überhaupt ist das Fahrzeug ideal für Wintercamping geeignet. Durch den Doppelboden hat man eine bessere Isolation und es wird auch von unten her eben nicht kalt. Doppelboden, das heißt, wir haben da unten auch dann Staufächer, an die man von oben sogar rankommt. Genau. Wir haben von innen Staufächer, die recht praktisch sind, weil man nicht aus dem Fahrzeug raus muss. Und dann haben wir von außen auch nochmal große Staufächer, weil der Doppelboden eine Durchlademöglichkeit eben bietet. Da kann man auch Ski oder ähnliches reinbringen, ja, was sich gerade im Winter dann anbietet. Und dann haben wir hier noch 3 Auszüge und eine Klapptür für die Küche. Genau. Da hätten wir auch einen Auszug nochmal. Und hier diverse Schubladen für Geschirr, Besteck und so weiter. Genau. Gut, dann machen wir auf der Seite weiter. Mit dem Kühlschrank wahrscheinlich und Gefrierfach oder Ja. nur Kühlschrank. Also da haben wir jetzt eine Option verbaut. Das ist ein Kompressorkühlschrank mit 158 Liter Volumen. Da ist einmal der Kühlschrank und unten ist das Gefrierfach als Auszug gelöst in dem Fall. Und das Schöne an dem Kompressorkühlschrank ist halt, dass er unabhängig von der Außentemperatur eigentlich seine Leistung erreicht. Also auch im Sommer bei 30, 40 Grad hat man keine Probleme, dass da drin die Lebensmittel warm werden, wie es im schlimmsten Fall beim Absorberkühlschrank mal passieren könnte. Also Stromkompressor, oder? Genau, der funktioniert ausschließlich über 12 Volt. Deswegen haben wir hier auch eine Photovoltaik verbaut und eine Lithiumbatterie. Das ist das Energy-Paket, heißt es vom Mobilwetter. Und die anderen Kühlschränke, die Absorberkühlschränke, funktionieren über Gas, wenn man frei steht. Ansonsten über 230 Volt oder 12 Volt. Und dann haben wir hier noch einen Backofen, einen kleinen. Genau, hier ist ein Gasbackofen verbaut und ein großer Smart TV mit 32 Zoll. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie das hier funktioniert. Der ist ja jetzt senkrecht. Genau. Senkrecht werden wir wahrscheinlich nicht benutzen Nee, können, oder? aber sonst bekommen wir so einen großen Fernseher da leider nicht unter. Der wird dann nach außen gezogen und nach unten geschwenkt. Und dann kann man die vollen 32 Zoll genießen. Man kann den ganzen auch noch nach hinten schwenken. Allerdings wäre es bei der Fahrzeuggröße dann ratsam, wenn man hinten einen zweiten verbaut. Das heißt, zur Not könnte man hinten dann eben auch mal Sportschau schauen, oder? Genau, Wenn es ja. unbedingt ist. Das ist jetzt, wie gesagt, das Smart TV. Da ist in dem Paket auch eine Internetantenne mit enthalten. Aber man kann auch ganz klassisch auf eine SAT-Anlage gehen. Wenn wir hier schon sind, oben die Kassetten, die haben wahrscheinlich dann oben wieder Fliegengitter und zusätzlich irgendwie einen Sichtschutz, oder was haben die oben? Genau, also aufstellbar sind alle Dachluken, die wir hier verbaut haben. Und eine Verdunklung ist drin und ebenso ein Fliegengitter dann. Ja. Und was ist das hier, noch ein Lüfter, oder? Das ist ein 12 Volt Dachlüfter. Hat halt gerade den Vorteil, wenn man jetzt auch mal frei steht und keinen 230 Volt Anschluss hat, funktioniert der quasi immer. Wohingegen eine Klimaanlage eigentlich nur über 230 Volt funktioniert. Sprich, wenn man jetzt am Stellplatz wäre. Klimaanlage hat er. Hat er nur im Fahrerhaus, könnte man aber jederzeit noch eine nachrüsten für den Aufbau hinten. Gut, dann können wir hier gleich weiterschauen. Als nächstes kommt die Dusche. Wollen Sie hin oder soll ich? Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Vielleicht doch ein bisschen eng natürlich. Ja. Ist eh klar. Aber jetzt haben wir hier die Dusche. Die ist relativ eng, aber trotzdem machbar. Von der Höhe her ungefähr. Was passt da rein? Wie hoch sind Also Sie? wir haben es vorhin ausprobiert. Ich bin knapp über 1,80. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich schätze mal, wenn man dann ganz groß gewachsen ist, muss man mit dem Kopf ein bisschen nach unten gehen. Aber Sie können ja mal kurz reinsteigen, damit Ja. man das sich vorstellen kann von der Größe her. Also das Schöne ist halt, dass man wirklich eine Regendusche drin hat. Und hier aber auch noch mal kleine Handbrause ist auch noch mit drin. Naja. Gut, und dann wird es hier mit Klapptüren dazu gemacht. Genau. Also von rechts und links hat man hier die Türen, die dann in der Mitte mittels Magnet zusammenhalten. Und das trennt dann beim Duschen sauber ab, dass nichts nach außen eben geht.
Was jetzt hier dann nochmal der Fall ist, man kann hinten den Schlafraum mittels Schiebetür abtrennen und die WC-Tür ist gleichzeitig als Trenntür nach vorne geeignet. Und wenn ich jetzt die Tür zumache, das heißt, und die Tür zumache, genau, dann habe ich eigentlich wie ein Raumbad hier drin und habe den komplette Breite als Das heißt, Bad ich habe Dusche und WC in einem und Waschbecken in einem und kann das nutzen. Dann können wir hier gleich mal in den Toilettenbereich reinschauen. Also hier ein großer Spiegel, kann man wahrscheinlich auch aufmachen. Das ist ein Spiegelschrank, ja. Spiegelstauraum. Jetzt sehen wir ausnahmsweise mal wieder mich. Dann ist hier das Waschbecken. Und die Toilette, nach welchem System läuft das? Das ist eine normale Chemietoilette. Die Tedford ist da verbaut. Die hat 18 Liter Fassungsvermögen, die Kassette selbst. Und im Endeffekt wird einfach bei der Benutzung der Schieber da geöffnet. Und dann geht der Inhalt unten in die Kassette rein. Und das ist dann geruchsfrei eben abgeschlossen. Und die Entleerung findet aber von außen statt. Gut, hat alles Vor- und Nachteile. Eine Wasserspülung gäbe es optional auch. Hat aber Nachteil, man braucht einen riesengroßen Wassertank. Also jetzt bei Mobilweather nicht, aber andere Hersteller bieten zum Teil Festtanktoiletten an. Da wird aber pro Spülvorgang 8 bis 10 Liter Wasser fällig. Und es ist halt ein zweiter Tank, der nochmal unter dem Fahrzeug oder irgendwo im Fahrzeug sitzen muss. Ja, was dann natürlich platzmäßig irgendwo auch nicht überall unterzubringen ist. Also das gängigste ist nach wie vor so eine Kassettentoilette mit Chemie. Gibt aber auch Trockentrenntoiletten, die man nachrüsten könnt. Verbrennertoiletten. Oder jetzt ganz neu gibt es von einem Schweizer Hersteller eine. Da wird quasi alles in Tüten verschweißt. Und man kann die Tüten dann normal im Restmüll entsorgen. Gut, und wenn wir jetzt schon hier sind, können wir uns hier noch den Liegebereich anschauen. Das sind jetzt 2 Längsbetten. Ja. Und hier gibt es Leseleuchten mit LED, so wie es ausschaut. Genau. Und USB-Ladeports finden sich auch oben dran an der Leseleuchten, dass man quasi sein Smartphone oder Tablet noch laden kann. Hinten noch ein Spiegel. Dann haben wir hier oben wieder Stauräume und das Ausstellfenster natürlich wieder nach oben. Genau. Und das kann man hier auch als große Liegefläche noch umbauen. Ich gehe mal nochmal raus, dann können Sie das vielleicht unten zeigen. Tauschen wir mal. Also wir haben erstmal unter den Betten links und rechts quasi die Hängeschränke als Stauraum. Und wenn wir den Umbau hier vornehmen möchten, wird im Endeffekt einfach dieses Holzbrett da. Wenn wir die Matratzen davor etwas wegtun müssen, wird das Holzbrett nach vorne geklappt. Und dann die zusätzlichen Matratzenteile da mittig eingefügt. Dann hat man quasi eine große Liegefläche. Und um dann ins Bett reinzukommen, die liegt jetzt hinten in der Heckgarage, wäre dann eine Leiter quasi dabei, die wir dann einhängen, dann kommt man ins Bett hoch. Aber so hoch ist das doch auch nicht. Ja, je nach Alter oder Verfassung. Und das sind also Kleiderschränke, in die man von der Seite ran kann oder und von auch oben. von oben. Da sind quasi Gasdruckdämpfer verbaut, dann kann ich das komplett mit Matratze und Lattenrost wegklappen. Gut. Dann schauen wir uns noch die ganzen Außenstauräume und Stauflächen an. Ja. Und dann haben wir es eigentlich von innen schon mal fertig. Jawohl. Da ist natürlich auch Fliegengitter drin in der Aufbautür und oben eine LED-Außenleuchte, wenn man dann vor dem Fahrzeug sitzt. Da wäre eines der Staufächer in den Doppelboden rein. Das heißt, man sieht es quasi, das geht über die komplette Fahrzeugbreite bis nach drüben. Und man kann das komplett durchladen. Also drüben ist das identische Fach nochmal, dass man beidseitig hinkommt. Dann wäre hier nochmal ein kleiner Stauraum. Da ist halt wirklich drauf Wert gelegt, von dass jeder kleine Stauraum irgendwo ausgenutzt wird. Können ja erst die Seite fertig machen. Da wäre eine 230 Volt Außendose und Außensattanschluss, wenn man das Ganze anschließen möchte. Wenn man vorm Fahrzeug sich noch einen Fernseher hinstellen will. Und auch standardmäßig dabei eine Gasaußendose. Wenn man einen Campinggrill hat, muss man nicht jedes Mal dann die Gasflasche eben rausnehmen, sondern kann den direkt dort anstöpseln. Und dann hier der große Stauraum, die große Heckgarage. Beidseitig zu öffnen. Von der Höhe her haben wir 1,10 Meter.
und 85 cm Breite. Also Öffnungsbreite 85. Genau, Öffnungsbreite, innen drin wird er dann breiter. 95 rum etwa. Geht auch noch höher, ja. Das wären dann auch die 2 Leitern, die man braucht für die Betten. Gut, dann haben wir hinten, haben Sie vorher schon erwähnt, LED-Rückbeleuchtungen Genau. und LED und normale Rückfahrkamera, 2 Stück sogar. Genau, Doppelaugenkamera. Hat den Vorteil, dass während der Fahrt der rückwärtige Verkehr beobachtet werden kann, mit so einer Fernsicht eben. Ähnlich wie ein Rückspiegel funktioniert es dann. Und sobald ich einen Rückwärtsgang einlege, geht die Perspektive nach unten, dass man halt die Stoßstange gut abgebildet bekommt. Das ist so der Hauptvorteil. Blinker habe ich jetzt wieder ausgemacht, dass das Geräusch nicht stört, aber die sind dynamisch, ähnlich wie man es bei Audi kennt. Das ist das gleiche nochmal wie drüben von der Stauraumklappe her. Kann man auch beidseitig. Von beiden Seiten Genau. rein. Und das sind die Leitern für innen für das vordere Deckung, Hubbett, genau. das kleine und die große fürs große Hubbett vorne. Ja, Und dann haben wir hier noch versteckt unten drunter die Technik, die Heizung. genau, das ist Klappe, da kommt man an die Tanks hin, die im Doppelboden liegen. Und da ist die Heizung drin. Da wäre jetzt ein Truma Kombi 6 verbaut, also eine Gasheizung, ja, als Luftheizungsvariante. Man kann das Fahrzeug aber auch bestellen mit einer alten Warmwasserheizung, wenn das gewünscht ist. Drüben, das haben wir jetzt übersprungen, sieht man noch den Anschluss für eine Außendusche. Den hat er auch serienmäßig drin, der Mobilwetter. Gut. Dann sehen wir hier schon die Stromversorgung, wenn man am Campingplatz ist. Und jetzt hier für den Platz hier, damit wir hier auch innen die Beleuchtung haben. Weil das ja noch ein Neufahrzeug ist. Genau, die Wahrscheinlich Batterie ist noch nicht Batterie angeschlossen. Mhm. Da ist die 230 Volt Einspeisung. Da wäre der Frischwassereinfüllstutzen. Und da ist dann die Toilettenkassette, die wir von innen schon mal gesehen haben. Die wird im Endeffekt einfach entnommen und kann dann zur Entsorgungsstation getragen werden oder gerollt werden. Also die Möglichkeit, Wie ein Trolley. genau, die Möglichkeit gibt es auch. Da hätten wir das Gasfach noch. Da passen nebeneinander 2 11 Kilogramm Gasflaschen rein. Der hat jetzt eine Duo-Control schon verbaut. Das heißt, die schaltet sich dann automatisch um, wenn die eine Flasche leer wäre. Und der Vorteil ist, die hat einen Crash-Sensor. Das heißt, während der Fahrt darf man das Gas auch offen lassen. Das heißt, der braucht nicht abgeschaltet werden, Genau. abgedreht werden, sondern ist immer bereit. Genau. Gut, und das war dann der andere Stauraum, den wir drüben schon mal gesehen Drüben, haben. Genau. Können wir auch noch mal kurz reinschauen. Dann sind wir sogar durch, weil drüben ja noch auf ist. Dann sieht man hier noch Schuhe, die man dann, um die Reifen zu sichern, gleich noch verbauen kann. Hier sieht man noch Heizungsrohre. Ja. Und dann hier bei dem Mobil sogar eine echte Fahrereinstiegstüre. Und als Motorisierung, das ist ein Ducato mit 2,2 Liter Hubraum und bei dem Fahrzeug, wie wir ihn jetzt da stehen haben, hat er 180 PS, also die stärkste Motorvariante, die es gibt, und das Automatikgetriebe. Ja. Abgasnorm, weil wir es vorhin schon mal im Vorgespräch angesprochen hatten, wäre bei dem Euro 6 Final, also das aktuellste, was es im Moment eigentlich gibt. Das heißt, der müsste mit den Abgaseinschränkungen hier jetzt einigermaßen einige Zeit Ja. fahren können. Genau. Ist auch erst jetzt neu auf den Markt gekommen, der 2,2 Liter Motor. Das heißt, das ist der Ducato 8, den wir jetzt da drunter haben. Ja, ist jetzt das Neueste, was es aktuell von Fiat gibt. Gut, jetzt noch die bescheidene letzte Frage. Ja. Was muss man denn für sowas ausgeben? Also ich nenne es mal Tagespreis. Also aktuell, wie er da steht mit Überführung, liegen wir bei 118.000 Euro. Ist aber ja, ein bisschen variabel. Also wir haben jetzt erst wieder neue Preislisten bekommen. Das heißt, aktuell bekommt man nicht für 118.400. Aber das wird sich wahrscheinlich fürs Modelljahr 23 wieder ändern, weil es halt im Moment Schwankungen gibt. Aber in der Preisklasse liegt er. Wie lange muss man warten, wenn man sowas haben wollen Also würde? bei einer Neubestellung sind wir circa bei einem Jahr Lieferzeit. Also früher bis Sommer nächsten Jahres sollte da dann die Auslieferung stattfinden. Oder eben zum Teil stehen noch welche bei Ihnen. Das Genau, wäre jetzt und ja im auch gerade Vorlauf einer. hätten wir noch Fahrzeuge verfügbar.
Ja, aber alles Weitere, wenn man komplett neu bestellt, muss man mit einem Jahr rechnen. Gut, dann bedanke ich mich beim Sebastian Hirt für die Vorstellung des, wie heißt jetzt genau nochmal? Mobilwetter K-Yacht Technoline 86. Bedanke mich. Danke auch.